Hallo liebe Hausbauhelden! In dieser Haustour zeige ich euch ein Holzhaus im Landhausstil und zwar im modern interpretierten Alpenstil. Das Musterhaus St. Johann von Sonnleitner hier am Firmenstandort in Ortenburg zeigt dabei außen viele traditionelle Holzhauselemente. Die eigentliche Überraschung, der echte Wow-Effekt, kommt aber innen. Mehr wird jetzt nicht verraten, das schauen wir uns in diesem Video zusammen an. Von den Außenmaßen haben wir hier 10,65 m x 9,20 Meter. Der Kniestock im Obergeschoss ist Rohbauhöhe 2,10 Meter. Insgesamt hat das Haus etwa 167 Quadratmeter Wohnfläche zu bieten. Ganz klassisch ist das relativ flach geneigtes Satteldach, das sind hier 24 Grad. Und natürlich die riesengroßen Dachüberstände. Wir haben hier an der Seite tatsächlich 1,24 Meter und an den Giebelseiten vorne 1,95 Meter. Dadurch werden gleichzeitig auch diese klassischen typischen Giebelbalkone, die wir hier haben, geschützt. Und die sind tatsächlich konstruktiv auch abgehängt von oben von diesen starken Fetten, die da rauskommen. Ganz typisch ist dieser Balkon, der durchgezogen ist. Auch diese Einhausungen hier mit diesen Fichtelamellen. Das sieht ein bisschen aus wie Altholz. Das ist gehackt und gebürstet von der Oberflächenstruktur und dann gebeizt im Farbton Altgrau. Und dadurch bekommt das so einen ganz, ganz geerdeten, traditionellen Touch, dieses Holz. Dann sehen wir hier noch diese Balkone, die dann wiederum ganz modern mit so einem eingespannten Glasgeländer, mit so einem Rauchglas drin versehen sind. Das finde ich persönlich an der Stelle wirklich schöner als Klarglas, weil es nämlich zusätzlich von unten auch ein bisschen Sichtschutz bietet. Wenn man aber oben auf dem Balkon sitzt, kann man da wirklich super durchgucken. Ganz traditionell und klassisch für diesen Alpenstil ist auch diese sind die symmetrisch aufgebauten Fassaden mit großen Fenstern. Das sind Sprossenfenster, Holz, Alu. Der Haushersteller baut auch die Fenster selbst. Das hat viele Vorteile, weil im Prinzip alle möglichen Formate, Maße individuell auf das jeweilige Haus angepasst hier gebaut werden können. Und was ganz Besonderes und eben auch Typisches sind diese Schiebeläden. Die sind hier bei den großen Formaten elektrisch. Hier sind sie von Hand zu betätigen. Auch hier wieder Fichte gebürstet mit dieser rauen Oberfläche in dem Altgrau. Die Fenster sind in so einem ganz besonderen, also die Aluschale in so einem ganz besonderen hellgrau-beige-Ton gehalten. Ich kann euch die Farbnummer auch nennen, wenn ihr das wissen wollt. Schreibt es in die Kommentare rein. Das ist nämlich kein RAL-Farbton, deshalb ist das nichts, was man jetzt mal einfach so nebenbei erzählen kann. Und wir stehen jetzt hier schon auf der großen Eingangsterrasse. Hinter uns liegt der Wohn-Essbereich. Was auch ganz klassisch ist und traditionell ist, dass das Erdgeschoss mit so einem etwas groberen weißen Mineralputz gemacht ist. Das ist jetzt hier Besenstrich, nennt sich diese Struktur, mit so waagerechten Riefen drin und das Obergeschoss eben in Holz verkleidet ist. Da haben wir die Fichte, die ist so ein bisschen hell pigmentiert. Das zeige ich euch nachher oben. Das taucht nämlich vom Material- und Farbkonzept auch innen überall auf, was wirklich eine sehr, sehr schöne Verbindung von innen und außen schafft. Und diese helle Pigmentierung verhindert einerseits das Nachdunkeln, aber trägt natürlich auch zu einem modernen Gesamteindruck bei. Von der Bauweise ist es tatsächlich so, dass sich dahinter eine Holzverbundkonstruktion befindet. Der Hersteller kommt traditionell aus dem Holzbau und hat einen sehr, sehr hohen Holzanteil in seiner Wand. Also es ist eine Holzständerkonstruktion aus regionalem Holz. Dazwischen ist eine Holzfaserdämmung. Und dann gibt es tatsächlich so einen doppelten Blockbohlenaufbau. Je nachdem, welche Oberflächen da innen und außen drauf kommen, ist es ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich habt ihr da innen und außen 5 cm Blockbohle drauf. In dem Fall natürlich nicht. Und dadurch habt ihr eine hohe Masse, also einen hohen sommerlichen Wärmeschutz, einen hohen Holzanteil, diffusionsoffenen Wandaufbau und auch innen viel offenporiges Holz. Deshalb baut dieser Hersteller auch ohne
kontrollierte Lüftungsanlage. Da fragen auch ganz viele von euch, ob das funktioniert, ob man das empfehlen kann. Und in diesem Fall funktioniert es. Das macht der Hersteller schon sehr lange so. Und ich sage euch drinnen auch noch mal ein bisschen warum das funktioniert. Wenn wir jetzt hier rumkommen, der Eingang ist traditionell hinten an der Giebelseite, sehen wir schon, da gibt es noch so ein paar praktische Elemente. Wir haben jetzt hier die großen Dachüberstände, den zweiten Giebelbalkon, der hier gleich eine überdachte Eingangssituation schafft. Sehr schön, dass da eben auch gleich die LED-Leuchten integriert sind. Und so ein ganz traditionelles Element in bayerischen Landhäusern ist auch die Bank neben dem Eingangsbereich. Das ist hier gleichzeitig Windschutz. Dann haben wir nochmal diese Fichtelamellen in dieser Altholzoptik. Und was wir hier schon sehen können, ist eine sehr, sehr schöne Haustür in diesem gleichen Beige-Ton mit Sichtfenster. Und wie es dahinter aussieht, das schauen wir uns jetzt. Die Diele hat 12,3 Quadratmeter von der Größe, eine erhöhte Lichtraumhöhe von 2,61 Meter. So weit, so gut. Aber das absolut Spektakuläre, was sofort auffällt, ist der Innenausbau, der hier von der Materialität komplett aufeinander abgestimmt ist. Und der Hersteller macht eben auch Einbaumöbel. Und das sieht man hier in ganz, ganz vielen Stellen. Es ist alles passgenau aus dem gleichen Material und mit angepassten Höhen geplant ist. Und das gibt eine wirklich ganz besondere Atmosphäre. Wir haben jetzt hier die Türen schon erhöht auf 2,30 Meter. Hier diese Einbauwand mit den flächenbündig integrierten Türen. Was da alles drin verschwindet, zeige ich euch nachher auch noch. Hier haben wir erstmal eine Einbaugarderobe. Da geht dann auch gleich die integrierte LED-Beleuchtung an, wenn man die Tür aufmacht. Ich hänge da jetzt mal meine Jacke rein. Hier geradeaus gibt es auch noch eine offene Garderobe für Gäste oder für das, was man täglich braucht. Traditionell auch mit einer stoffbespannten Sitzbank. Auch hier wieder das Einbaulicht und wir sehen schon das ganz besondere Materialkonzept. Wir haben jetzt hier schon den Übergang zum Bodenbelag. Das ist ein Escheparkett, Esche-Braunkern. Das ist diese etwas stärker strukturierte Esche geölt. Und hier im Sauberlaufbereich einfach ein großes Feinsteinzeug, 60 mal 1,20. Und dann gibt es noch eine Fliese, die hier im ganzen Haus wieder auftaucht. Das ist dieses großformatige Feinsteinzeug in Terrazzo-Optik. Das gibt so eine Natursteinatmosphäre hier drin. Und das Schöne ist eben, dass man mit diesem Material ganz viel machen kann. Das werden wir gleich, wie gesagt, an vielen Stellen noch sehen. Und natürlich hier wieder traditionell, wie an der Fassade auch schon gesehen, die Einbauwände in Fichte. Hier wieder in diesem gehackten und gebürsteten, das heißt in dieser Altholzoberfläche, das ist sehr aufwendig und in diesem Altgrau behandelt. Ich gucke ja immer gerne auf die Materialübergänge und ich finde, das ist hier sehr, sehr schön gelöst an der Decke. Diese Spiegel, die dann da genau angepasst sind. Es gibt hier nirgendwo komisch angeknaubte Stellen und da sieht man halt, dass das schon was bringt, wenn das ein Hersteller wirklich alles aus einer Hand und in einem Konzept machen kann. Wir haben dann die Leuchten da oben an der Decke, die Drückergarnituren, das Geländer, diese riesengroße Tür, die wir uns gleich angucken können, alles in Schwarzstahl, die Treppenstufen auch wieder belegt mit der Esche, sehr schön dann auch diese untere Stufe hier abzusetzen mit dieser Terrazzo-Fliese und wir sehen, dass dann solche Details wie auch dieses gepolsterte Treppenseitenteil hier ganz viel Wohnlichkeit reinbringen. Also das ist natürlich schallschutztechnisch sehr angenehm und dieser hohe Holzanteil macht eben auch ein sehr, sehr gutes Raumluftklima, das gut Feuchtigkeit puffert. Wir haben hier auch eine ganz besondere Decke drin. Natürlich wäre jetzt auch möglich, hier eine rustikale Holzbalkendecke, eine offene zu haben, aber hier ist eine sogenannte CLT-Decke drin. Das ist so kreuzverleimendes Brettsperrholz, auch in Fichte, mit einer hell behandelten, hell lasierten Oberfläche. Das gibt ein sehr glattes und sehr modernes und trotzdem
sehr warmes, angenehmes Raumklima. Und ganz spektakulär ist natürlich jetzt der Übergang in den großen Wohn-Ess-Kochbereich mit dieser ganz, ganz besonderen Pivottür. Pivottür heißen diese Türen, die nur an einem Punkt in der Decke und im Boden fixiert sind, die also praktisch drehbar sind. Das ist hier auch ein schwarzer Stahlrahmen mit so einem leicht Rauchglas drin. So eine Tür, also eine Schiebetür mit Rauchglas, gibt es auch hier zur Küche. Aber jetzt schauen wir erstmal in den Bereich. Das markanteste Element in diesem Wohnbereich, der sich jetzt hier hinten anschließt und der etwa 27,3 Quadratmeter einnimmt, ist natürlich dieser, ich sag mal, echte Kachelofen. Das Haus hat sogar 2 Kamine. Es gibt noch einen zweiten Holzofen in diesem Haus, den zeige ich euch gleich. Hier haben wir jetzt einen modern interpretierten Kachelofen, wobei diese Kachelfarbe wohl was ganz, ganz Traditionelles ist. Diese runde Fliese ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Dann gibt es von beiden Seiten ein Sichtfenster, sodass das Ganze also wirklich sowohl den Wohnbereich als auch den Essplatz bereichern kann. Und wir haben hier wieder, Stichwort Materialkonzept, diese Fliese in Terrazzo-Optik und natürlich auf dieser Seite schon eine Sitzbank. Da ist wieder der schwarze Stahl. Hier unten haben wir Eiche, schwarz gebeizt. Zu dem Material sage ich euch noch was, denn das taucht im Möbelbau noch öfter auf. Und jetzt schauen wir mal hier rum, da kommt nämlich mein persönlicher Lieblingsplatz. Das ist diese gepolsterte Sitzbank, die hier einmal ganz rumgeht. Hier in der Ecke gibt es dann den Kaminplatz, da wird die Rückwand dann im Winter warm. Und ich finde es einfach total schön, das ist jetzt alles mit einem Partner hier gemacht. Die Polsterung, die Einbaumöbel macht, wie gesagt, der Haushersteller. Hier unten drunter hat man überall Stauraum, komplett rundherum. Das heißt, ich bringe hier wirklich viel Zeug unter, ohne dass ich irgendwelche komischen Schrankwände brauche, weil die Wände sind ja hier alle auch sehr aufwendig vertäfelt. Wir haben jetzt hier wieder diese Fichte in diesem Altgrau gebürstet. Dann haben wir da wieder die Terrazzo-Fliese, oben wieder die erwähnte Holzdecke und hier diesen traditionell weißen Putz, der etwas grobkörniger ist. Und ich möchte euch bitten, auch nochmal an diese Materialübergänge zu gucken, da oben. Wir sehen, das ist komplett mit einer kleinen Schattenfuge gemacht. Da ist keine Leiste, keine Silikonfuge, nichts. Das ist einfach total schön und das ist natürlich auch super aufwendig, weil das bedeutet, du hast wirklich keine Toleranzen bei der Fertigung. Da muss jeder Millimeter stimmen und das hat hier offenbar hervorragend funktioniert. Dann haben wir wirklich vor jedem Fenster praktisch in diesem Haus eine Sitzmöglichkeit. Keine nach außen angesetzten Warzen, sondern die Fenster sitzen in der Fassade und innen ist es dann eben vorgepolstert. Dieses Element ist jetzt irgendwie 1,20 mal fast 2 Meter. Dann ist natürlich auch die Sprossenteilung je nach Fensterformat hier ein unterschiedliches und auch das sind echte Sprossen. Das heißt jetzt keine auf die Glasfläche aufgesetzte Sprossen, sondern es sind echte Sprossenfenster mit einer echten Teilung. Das heißt, es ist hier jeweils ein Randverbund drin und auch das ist natürlich eine sehr aufwendige und hochwertige Sache. Sehr schön ist, dass wir hier überall diese integrierten LED-Einbauleuchten haben und vielleicht guckt ihr noch mal kurz an die Decke. Wir haben diese glatte Untersicht, diese aufgesetzten schwarzen Strahler. Klassischerweise wird bei der Bemusterung so ein Lichtauslass in der Mitte des Zimmers integriert und kann natürlich jetzt sagen, das ist irgendwie schön. Dieses Kabel da lang zu ziehen ist ein Gestaltungselement. Ich finde, es sieht wirklich ganz nett aus. Man kann aber natürlich, wenn man das weiß, den Lichtauslass auch gleich dahin planen. Dann hat man diese Leseleuchte hier hängen, wo man dann abends am Kamin sitzt und liest. Wenn wir jetzt weiter hier rumgehen, sehen wir schon, auch diese ganzen Einbauregale, die hier hängen, haben beispielsweise nochmal diese Fliese hier an der Rückwand aufgegriffen. Das gleiche Holz, auch hier nochmal die integrierte Beleuchtung. Und das schafft einfach insgesamt diesen Zusammenhang zwischen den einzelnen Räumen, der einfach sehr, sehr viel zu diesem Gesamtbild beiträgt. Man muss kein Freund des Landhausstils sein, um sich hier wohlzufühlen und diese Atmosphäre einfach aufnehmen zu können.
Hier haben wir jetzt eine große Hebeschiebetür, die rausgeht auf die vorgelagerte Terrasse. Auch dieses Element ist jetzt vom Hersteller selbst gefertigt, kann also dadurch in jeder Sondergröße hergestellt werden. Wir haben jetzt hier 2,45 Meter Höhe. Das Ding lässt sich öffnen, dass wir hier 1,60 Austrittsbreite haben. Und davor gibt es jetzt elektrisch betriebene Schiebeläden, weil das einfach sehr große Elemente sind. Und an den Eckfenstern haben wir die von Hand zuzuschiebenden Schiebeläden. Hinter mir liegt jetzt der Essplatz, traditionell in einem Landhaus mit einer großen Eckbank und Platz für einen großen Tisch ausgestattet. Auch der Tisch kommt vom Haushersteller, das ist jetzt Eiche, schwarz gebeizt, gebürstet und dann mit so einem speziellen Naturtouch-Lack lackiert. Das ist also ein matter Lack, der fühlt sich an, als wäre er offenporig und geölt, ist aber dadurch eben total leicht abzuwischen. Und wir haben das Material schon gesehen bei der Verkleidung vom Kamin unten. Wir sehen es auch nochmal in der Küche und das passt eben auch alles sehr gut rein. Diese Eckbank ist wunderschön gemacht, auch vom Haushersteller. Hier haben wir wieder die Fichte gebürstet, hell gebeizt. Das sieht sehr dick und massiv aus, ist aber einfach eine Blende, Material effizient hergestellt. Und durch diese Blende sieht man dann auch gleichzeitig die Wandanker nicht, wie das hier befestigt ist. Auch diese Bank ist tatsächlich hier hinten wieder mit LED hinterleuchtet, sodass es wirklich aussieht, als würde die schweben. Ich habe tatsächlich auch mich einmal drunter gelegt, um zu gucken, wie das festgemacht ist. Dann haben wir hier die schöne gepolsterte Rückwand und hier wieder auch so ein klassisches Element, diese Sprossenfenster über Eck. Es ist jetzt so, die gehen hier tatsächlich gerade drüber. Nur mal so, es passieren alle möglichen Dinge. Achtet darauf, wenn ihr Einbaumöbel bestellt, dass die Fenster auch noch aufgehen. An der Stelle ist wahrscheinlich das Kippen sowieso angesagter, weil man eben mit diesen 2 Flügeln über Eck auch aufpassen muss, wenn die mal ganz auf sind, dass die nicht polieren. Aber das wird man an der Stelle wahrscheinlich auch so nie machen. Wenn wir jetzt weiterkommen Richtung Küche, sehen wir, hier gibt es auch nochmal genau wie gegenüber dieses erweiterte Sitzfensterelement, das große Format hier mit der breiten Bank, wo man es sich also wirklich gemütlich machen kann. Das ist so ein schöner Zwischenplatz. Hier nochmal so eine halbhohe Theke für den Espresso morgens oder das schnelle Frühstück im Stehen. Und dann sind wir auch schon im Kochbereich, der mit 16,2 Quadratmetern auch wirklich groß ist. Eine schöne Landhausküche. Stichwort Landhausküche. Wir haben hier einen zweiten Kamin, denn es gibt hier zusätzlich noch einen Holzofen, also so ein Holzbackofen und Holzherd, der mit Holz befeuert werden kann. Hier auch wieder schön aus dem schwarzen Stahl die Holzlege gleich daneben. Und dann habt ihr hier natürlich einen zweiten Kamin. Das ist ein Aufwand, wenn man das haben will, bekommt man es aber so. Das Haus wird übrigens beheizt über Fußbodenheizung. Man bräuchte also jetzt hier keine Kamine, könnte man aber natürlich machen. In diesem Fall ist es über die Werksfernwärme mit angeschlossen an eine Hackschnitzelanlage. Ich sage euch zu dem Haustechnik-Thema noch was im Technikraum. Und hier hat man natürlich dann hinten auch die Revisionsöffnungen für den Kamin. Könnt ihr nachher auch nochmal drauf gucken. Da gibt es nämlich ein sehr schönes Detail, wie diese Klappen abgedeckt sind. Jetzt gehen wir hier weiter in die Küche. Da sieht man wieder das durchgehaltene Materialkonzept. Der Küchenbau wird tatsächlich auch von der Firma gemacht. Ihr könnt euch natürlich auch eine Küche im Küchenstudio aussuchen, aber der Vorteil ist natürlich bestechend. Ich habe jetzt hier als Arbeitsplatte das gleiche keramische Fliesenmaterial wie an der Wand. Die gibt es dann eben auch in ganz großen Formaten, können auf Maß zugeschnitten werden. Dann gibt es hier diese ganz, ganz schlanke Kante. Hier im Musterhaus sind jetzt die Eckenschoner dran, weil an den spitzen Ecken gerne sich die Kinder den Kopf aufstoßen. Das muss man sich halt überlegen. Es ist nicht wegen der Stabilität, weil das ist auch so ein schönes Detail, wenn ihr jetzt hier mal drunter guckt. Wir haben jetzt hier Eiche, 3-Schichtplatte, auch wieder schwarz gebeizt und mit diesem matten, wirklich sehr, sehr schönen Lack behandelt. Und hier auch nochmal diese 45 Grad Fasung als Griffmulde. Das heißt, man braucht keine Griffe, keine komischen Touch-Geschichten, sondern kann da einfach reinfassen. Und hier ist eben auch nochmal diese 45 Grad Leiste drunter gesetzt, sodass das also auch in dieser schlanken Optik wirklich stabil ist. Von der Fläche ist es jetzt hier 1 Meter mal 1,80 Meter. Dann haben wir hier den
das Kochfeld mit dem Abzug nach unten, was ich persönlich wirklich immer schön finde, wenn hier von oben wirklich nur Licht kommt. Und dann, was ich auch immer gerne zeige, habt ihr hier natürlich dann die Technik drin. Und es ist schön, wenn das hinter so einer hohen Schublade verschwindet. Hier dann sehr schön diese Besteckschublade drin und so Kleinigkeiten, dass man dann hier direkt den Auszug für die Gewürze hat und daneben den Auszug, um die Geschirrhandtücher zu trocknen. Hier kommt dann die Spülmaschine, auch sehr schön, diese wie so eine Fußleiste hier rumlaufende Wischkante sozusagen aus der gleichen Fliese. Dann kann man hier auch tatsächlich den Putz nehmen, auch diese Oberschränke. Hier haben wir dann wieder das Material gebürstete Fichte in Altholzoptik, in diesem Altgrau. Das trifft auch auf die restlichen Fronten zu. Und gerade noch ein kleines Wort hierzu. Wir haben jetzt hier in der Küche 4 Steckdosen. Ich sage immer 6 bis 10 braucht man realistischerweise. Dieser ganz besondere Farbton, man sieht es dann nachher auch hier nochmal, harmoniert wirklich wunderbar mit diesem Altgrau von dieser Fichte. Hier kann man jetzt noch sehen, wo wir gerade da sind, so Details, dass eben auch diese Fuge hinterlegt ist, nochmal mit dieser Fliese in Terrazzo-Optik. Man hat hier wahnsinnig viel Stauraum in dieser Küche. Hier ist übrigens der Kühlschrank dahinter. Und das funktioniert mit dieser Griffmulde wirklich ganz hervorragend. Da lassen sich dann alle Einbaugeräte integrieren in Bedienhöhe, wie man das gewohnt ist. Hier haben wir auch nochmal so einen ganz besonderen, eine Art Apothekerauszug, der den Schrank dann sehr, sehr übersichtlich macht. Und hinter mir ist nochmal ein Austritt nach draußen. Das ist ein sehr besonderes Format. Wir haben ja hier diese Höhe, diese erhöhten Türen, 2,45 Meter hoch. Das Ding ist jetzt 85 Zentimeter breit und ich finde dieses schlanke, hohe Format wirklich sehr schön an der Stelle. Hier ist noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte, diese Ecklösung. Da ist dann einfach auch übersichtlich alles unterzubringen, was man da braucht. Und wie gesagt, da die Küchen hier im Haus mit geplant und gebaut werden, finde ich das einfach auch erwähnenswert, dass man da mal ein bisschen ausführlicher drüber spricht. Und jetzt schauen wir gleich um die Ecke. Da gibt es nämlich noch ein paar praktische Nebenräume. Hier vielleicht gerade noch mal kurz das Stichwort Materialübergänge. Wir haben sehr schön in der Küche diese Fliese da, die sandfarbene im Spritzbereich und dann hier das Escheparkett mit dieser kleinen Metallschiene dazwischen, schön gelöst. Und auch, dass sich das hier gerade durchzieht, dieser Materialwechsel entlang von diesem Einbauelement, finde ich einfach eine schöne Sache. Jetzt sind wir hier gerade schon bei diesem Einbauelement. Auch hier gibt es nochmal flächenbündig eine Tür. Darunter ist jetzt nochmal ein Abstellraum. Das sind etwa 2,7 Quadratmeter. Da seht ihr auch die Treppe von unten. Das ist eine Wangentreppe in Buche, eine halbgewendelte. Und wenn wir dann hier weitergehen, sehen wir eben von außen, wie am Anfang schon erwähnt, sind die dann belegt in Esche, damit die Materialwahl hier wieder passt. Jetzt haben wir das Thema Abstellflächen gehabt. Bei einem Haus auf Bodenplatte ist das natürlich wichtig und hier vorne verschwindet so ein kleiner Hausanschlussraum. Der hat nur etwa 4,5 Quadratmeter. Ich habe euch ja schon gesagt, Lüftungsanlage brauchen wir hier nicht, Heizung auch nicht, weil es an die Werksfernwärme angeschlossen ist. Mit 4,5 Quadratmetern wird das eng, je nachdem, was ihr für eine Heizungstechnik haben wollt. Also Waschmaschine und Trockner passen hier hin. Hier passt auch ein großer Warmwasserspeicher hin und vermutlich würde es auch gehen mit einer Splitlösung für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Aber da müsst ihr natürlich dann im Zweifelsfall die Planung individuell anpassen, je nachdem, was ihr auch für eine Haustechnik haben wollt. Wobei hier sowieso die Häuser alle individuell geplant werden. Hier haben wir jetzt noch einen Raum, wo wir eben nicht drin waren. Diese Geheimtür in dieser Wand führt ins Gäste-WC, das natürlich auch nicht fehlen darf. Das sind 3,1 Quadratmeter. Hier passt jetzt wirklich in dem Fall nur ein WC rein. Wäre halt auch eine Überlegung. Oben gibt es nur ein Bad. Wenn ihr wirklich mit 2 Kindern hier wohnt, müsste man vielleicht hier unten nochmal eine Dusche. Auch hier wieder sehr, sehr schön diese Fliese durchgezogen. Das ist dieser Teil hier mit der Einbaugarderobe. Das heißt, die Materialität ist hier wirklich logisch mit reingenommen. Und auch hier haben wir wieder die schöne Einbau-Möbel-Lösungsgeschichte in dieser Wandnische, wo man wirklich eigentlich alles unterkriegt, was man hier unten im Gäste-WC braucht. Die Brüstungshöhe ist hier 96 cm, das hatten wir umlaufend hier.
Das ist in Ordnung. Wahrscheinlich habt ihr davor jetzt nicht wahnsinnig viel Betrieb und dieses schmale, hohe Fenster holt hier viel Licht rein. Das sind jetzt 85, fast 1,50 Höhe und auch dieses Hochformatige, was in den Türen und in den Fenstern sich hier überall spiegelt, trägt sehr, sehr viel zu dem besonderen Eindruck in diesem Haus bei. Und jetzt mal so. Wird man empfangen von einem kleinen Flur. Das sind 5 Quadratmeter Fläche, aber auch wieder ein Raum mit einer ganz besonderen Proportion und Atmosphäre. Wie gesagt, knapp 5 Quadratmeter Fläche. Die Höhe, es ist hier Firsthof offen, sind fast 4 Meter lichte Raumhöhe. Die Breite von diesem Raum ist 2,22 Meter. Wir haben hier wieder so ein schmales Fensterelement drin, das waren die 85. Hier ist alles 2,40 hoch, auch diese Türen, die der Hersteller auch eben hier in dem Fall selbst macht, beziehungsweise vom Materialkonzept hier auch wieder diese flächenbündigen Türen in dieser Fichte gebürstet und gehackt in dem Altgrau. Hier haben wir dann ähnlich wie die Holzfassade außen die Fichte hell pigmentiert, sodass sich das auch wieder hier im Obergeschoss ganz gut durchzieht. Und sehr schön finde ich auch an der Stelle wieder die Materialübergänge. Da oben ist wieder alles mit Schattenfuge gelöst und hier an der Treppe sieht man einfach, dass es wirklich das gleiche Material ist. Die Stufen kommen hier hoch in Esche und hier oben haben wir wieder das Escheparkett. Und jetzt schauen wir mal ins erste Kinderzimmer. Das erste Kinderzimmer ist mit 14,5 Quadratmetern von der Fläche etwas kleiner als die beiden Zimmer im vorderen Giebel. Hier kommt dann auch noch der Kamin hoch, der zweite, der Küchenkamin, der nimmt auch noch mal ein bisschen Platz im Obergeschoss weg, nur dass ihr das einfach im Hinterkopf habt. Und auch hier ist der Ausbau Dach gleich Decke, das heißt, wir haben jetzt hier eine lichte Raumhöhe von bis zu 3,53 Meter und hier jetzt am Kniestock noch die Höhe von 1,92. Das heißt, Rohbauhöhe 2,10 Meter. Dann habt ihr hier hinten immer noch genug Platz, dass es mit der Stehhöhe überhaupt kein Problem ist. Sehr schön ist dann, wenn im Kniestock auch noch ein kleines Fenster drin ist. Das ist jetzt hier gleich schon so ein Kippbeschlag, der sich nur kippen lässt. Dann braucht man nämlich da auch keine Absturzsicherung. Das lässt sich zum Putzen oben aushängen, dass man es dann weiter aufklappen kann. Und sehr schön ist, dass eben hier auch wieder diese Einbaumöbel drin sind, die gleich gepolstert sind und hier unten diverse Stauraummöglichkeiten bieten. Wir haben hier wieder dieses schmale, hohe Format, das diese besondere Atmosphäre hier reinbringt. Diese 85 Breite, fast 1,40 hoch und auch diese Schränke sind dann passgenau hier eingefertigt. Schön ist eben, dass das dann innen auch wieder richtiges Holz ist und hier außen sind jetzt die Schranktüren gepolstert. Das ist übrigens nicht nur für die Gemütlichkeit schön, sondern auch für die Raumakustik. Hier ist ja jetzt nicht viel drin, keine Vorhänge, nichts. Trotzdem ist es hier total angenehm. Auch das Bett ist dann ein angefertigtes Boxspringbett. Da ist dann hier unten nochmal der gleiche Stoff, dieses Altrosa. Und hier ist dann das Escheparkett hochgezogen, nochmal mit dieser LED-Leuchte hinterleuchtet, was einfach sehr gemütlich ist. Und da haben wir jetzt von der Logik her wieder diese Mittelwand, die durchgehend gestaltet ist mit dieser gehackten Oberfläche in dem Altgrau. Und jetzt schauen wir uns die beiden Zimmer im vorderen Giebel an. Das erste Giebelzimmer ist jetzt hier als Elternschlafzimmer eingerichtet, hat 19,8 Quadratmeter, also eine fürstliche Größe. Und auch hier wieder durch diese besondere Raumhöhe von knapp 4 Metern und auf der anderen Seite 1,92 eine wirklich ganz besondere Atmosphäre. Auch hier seht ihr schon, ist diese Rückwand wieder in der gehackten Holzoptik gemacht, beziehungsweise im Holz mit dieser
Leiste. An der Stelle ist dann das Escheparkett wieder hochgezogen. Auch hier gibt es wieder diese Sitzfensterlösung. Hier sind jetzt alle Fensterelemente 1,20 breit. Hier wieder das Fenster, das man eben nur kippen kann. Und besonders schön finde ich diese konisch zulaufenden Stauraumlösungen. Hier haben wir die Schubladen auf der ganzen Front und hier geht es dann eben über in eine vom Schreiner maßgefertigte Schreibtischlösung. Das ist natürlich wirklich schön, wenn dann hier auch nochmal ein Fenster ist und Tageslicht ist und dann daneben wieder dieser Schrank kommt, der eben auch komplett gepolstert ist, innen komplett in Holz gearbeitet ist und das ist wirklich total schallabsorbierend. Das ist nicht nur schön zum Anfassen, ich bin hier die ganze Zeit am Kuscheln, sondern es ist einfach auch wirklich von der Raumakustik total angenehm. Hier sind sogar die Seitenteile gepolstert. Im zweiten Zimmer werden wir dann was sehen, wo es mal nur die Fronten gepolstert hat. Und hier haben wir jetzt auch diese Tür, beziehungsweise oben drüber das Glaselement, die 1,20 breit sind. Wir gehen da jetzt auch gleich mal raus auf den Balkon, da zeige ich euch noch was zu den Schiebeläden. Wenn wir jetzt hier auf den Balkon kommen, sehen wir schon, es gibt hier diese großen Schiebeläden wieder, die sich jetzt hier oben von Hand bedienen lassen. Und da oben ist es so, das ist eine aufgesetzte Attrappe, praktisch um dieses Bild dann gleichmäßig hinzukriegen, wenn die offen sind. Die kann man jetzt nicht verdunkeln, das ist immer das Problem von so Spitzverglasungen. Das muss euch einfach klar sein. Also wenn ihr unbedingt dunkel schlafen wollt, müsst ihr da oben euch was anderes überlegen. Dieser Balkon hat übrigens eine Breite von 1,40 Meter und ist damit auch wirklich gut nutzbar. Wir sehen hier nochmal die Stahlstreben, mit denen was hier von den Fetten abgehängt ist. Ich habe euch ja schon gesagt, die sind sehr, sehr mächtig da, diese Mittelfetten, weil die eben statisch hier auch nochmal eine Zusatzfunktion haben. Und hier hinten kommen wir jetzt in den Bereich von dieser traditionellen Einhausung mit diesem gehackten Holz, wieder in dem Altgrau. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr gemütlicher Ort, um hier auch zu sitzen. Man sieht hier auch nochmal ein paar Sachen, die von der Detailausführung ganz schön sind. Konstruktiver Holzschutzverarbeitung, das sind so Sachen, die einfach sehr wichtig sind. Sowohl diese Fensterleibungen als auch diese Ecken sind einfach sehr schön gelöst. Das ist ja jetzt außen wieder diese Blockwandkonstruktion und wir haben hier in den Ecken so schichtverleimte, verwindungsfreie Eckschalen, die da einen schönen Abschluss bilden. Und das ist einfach sowas, wo auch wirklich es Spaß macht, mal hinzugucken. Und jetzt gehen wir über den Balkon einfach mal ins zweite Kinderzimmer. Das zweite Kinderzimmer ist jetzt ganz, ganz ähnlich wie das Elternschlafzimmer, 19,8 Quadratmeter groß. Fensterplatzierung ist im Prinzip gleich. Auch hier wieder so ein schöner Schrank mit den Polstertüren. Hier sind die Seitenteile jetzt auch in gebürsteter Fichte gemacht. Auch hier gibt es wieder eine Sitzfensterlösung mit ganz viel Stauraum und einem eingebauten Schreibtisch. Ich sage euch ja immer, planungstechnisch ist es nicht so ganz praktisch, diese Türen und Fenstertüren direkt an die Wand zu machen, weil ihr natürlich dann hier jetzt nicht so viel Stellfläche habt, wenn ihr mehr Schrankstellfläche braucht. Bei so einem großen Raum ist das kein Problem, denn selbst wenn die Tür jetzt offen ist, habt ihr hier noch genug Platz, um auch hier noch einen Schrank zu stellen. Und wo wir jetzt gerade hier noch auf diese schönen Türen gucken, die sind jetzt nicht nur flächenbündig von außen, sondern hier eben auch mit verdeckten Bändern gelöst und auch wieder mit diesen schwarzen Drückergarnituren. Das ist einfach total schön und edel. Und jetzt gucken wir mal um die Ecke noch ins Familienbad. Das Familienbad liegt hier über Eck und hat 14,3 Quadratmeter. Der einzige Raum, der auch ein Dachflächenfenster hat. Das ist im Bad immer wahnsinnig sinnvoll. Man hat Licht von oben bei maximaler Privatsphäre. Man kann da auch sehr schnell mal Wasserdampf ablüften. Das muss natürlich elektrisch betrieben und von außen zu verschatten sein, damit es eben nicht zu heiß wird. Ansonsten haben wir hier im Bad so viel offenporige Holzüberflächen. Da wird euch wahrscheinlich noch nicht mal der Spiegel beschlagen, wenn ihr geduscht habt. Auch hier gibt es wieder dieses tolle Einbaukonzept mit den gleichen Materialien, die wir schon von unten kennen. Wir haben hier wieder die Fliese in Terrazzo-Optik
diese ganze Badewannengeschichte hier wieder schräg und durch die Unterleuchtung wirkt das Ganze schwebend. Dann haben wir hier den Bodenzulauf, den freistehenden, wahnsinnig schick, wahnsinnig teuer und wahnsinnig unpraktisch. Das kann man machen, muss man aber nicht. Wäre ja hier an der Stelle auch wirklich möglich, da woanders einen Zulauf zu haben. Und was wahnsinnig schick und wahnsinnig schön ist natürlich jetzt hier diese Glasschiebetür, die dann Dusche und WC abtrennt. Die Dusche ist mit einer ganz, ganz flachen Duschtasse gemacht in mattgrau, auch wieder mit so einer Anti-Rutsch-Beschichtung. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde, die ist 1,20 mal 1 Meter. Auf jeden Fall groß genug und toll ist eben, dass diese Terrazzo geflieste, dieser Absatz hier durchläuft, also eine Sitzbank in der Dusche zu haben oder auch eine Abstellmöglichkeit für Duschgel oder wo man mal die Füße hochstellen kann, ist einfach sehr, sehr schön. Ums Eck verschwindet dann da das WC dahinter. Ihr könnt jetzt hier sehen, da kommt der zweite Kamin hoch. Da entsteht dann jetzt nochmal so eine Nische, wo man den Klopapiervorrat aufbewahren kann. Und hier hat man eben auch nochmal die Vorwandinstallation, die hochkommt, hier als Nische genutzt, komplett mit der Terrazzo-Fliese ausgekleidet, sodass man hier auch was abstellen kann. Wir haben auch im Bad nochmal einen Zugang zum Balkon. Das ist wieder das bekannte Maß mit dieser Breite von 85 und hier wieder die Einbaumöbel vom Haushersteller, auch wieder in Holz mit LED-Leuchten, mit dieser Terrazzo-Fliese im Hintergrund. Sehr, sehr nette Stauraumlösung mit so einer flachen Schublade hier oben, wo man also sein Schnittzeug übersichtlich sortiert unterbringen kann. Und wieder diese wahnsinnig schöne schwarz gebeizte Eiche, die mit diesem Lack beschichtet ist, der sich anfühlt wie Natur, aber angeblich absolut wasserunempfindlich ist. Dann haben wir hier das Thema Steckdosen, auf jeder Seite 2. Das ist auch ganz, ganz wichtig, das dürft ihr nicht vergessen. Und auch hier würde man wahrscheinlich, wenn es dunkel ist, noch mal ein bisschen mehr Licht brauchen. Aber Tageslicht hat man ja auf jeden Fall mehr als genug. Jetzt haben wir alle Räume im Musterhaus St. Johann gesehen. Wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, es steht am Firmenstandort in Ortenburg bei Passau. Hier stehen insgesamt 5 Musterhäuser des Herstellers. 3 davon sind ganz neu. Dieses ist gerade erst eröffnet. Ein weiteres eröffnet vermutlich im September 2023. Es lohnt sich also herzukommen. Öffnungszeiten sind in der Regel montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ihr müsstet euch lediglich vorne im Kundencenter anmelden. Die Infos, wie ihr herkommt und einen Preis, habe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung gepackt. Da findet ihr auch wie immer den Link in unsere Hausdatenbank, wenn ihr euch die Grundrisse zum Haus nochmal genau anschauen wollt. Wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.